Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. I'm glad you woke up happy and not irritated. Ich bin froh, dass du glücklich und nicht gereizt aufgewacht bist. We are not irritated. Wir sind nicht gereizt. Are you, Alini? Bist du, Alini? Sim, nem a Alini está irritado, nem do Daniel. Nem do Daniel, que isso? We are not even irritated at Daniel. Wir sind nicht einmal wegen Daniel gereizt. So, look, let's talk another reason why we get irritated. Lass uns über einen anderen Grund sprechen, warum wir gereizt sind. You know, many times because we're not willing to face a certain subject. Manchmal, weil wir uns einem gewissen Thema nicht stellen wollen. This is typically in marriage. Das ist typisch für die Ehe. I don't want to talk about it. Darüber will ich nicht sprechen. Think about this. Denk darüber nach. That doesn't resolve anything. Das löst überhaupt nichts. Now, I understand Ich verstehe, that there can be moments when we really hurt one another. dass es Momente geben kann, wenn wir einander wirklich verletzen, We want to process these things properly. wir diese Dinge nicht richtig verarbeiten And we don't just want to make it superficial like, yeah, everything is okay. und wir wollen nicht einfach oberflächlich so tun, als ob alles gut wäre. But what I'm talking about is this. Worüber ich sprechen will, ist Folgendes. In many marriages, there are subjects that cannot be talked about unless somebody gets irritated. In vielen Ehen gibt es Themen, über die man nicht sprechen kann, ohne dass jemand gereizt ist. And then what do? Und was machen wir dann? We avoid the subject. Wir vermeiden dieses Thema. But we don't resolve the problem. Aber wir lösen nicht das Problem. So we keep that issue in our own hearts. Wir behalten dieses Problem in unseren eigenen Herzen. You know, we had to deal with this in our team here that works together in this ministry. Wir mussten uns damit in unserem Team auseinandersetzen, das Team, das in diesem Dienst zusammenarbeitet. I realized that something had changed and didn't go the way it was supposed to go. Ich realisierte, dass sich etwas verändert hatte und das nicht so lief, wie es hätte laufen sollen. You know, and then I realized there was irritation within the team. Dann merkte ich, dass es im Team Reizungen, Irritationen gab. So anyhow, and I couldn't figure out who is irritated at home. I couldn't figure it out, but there was irritation. Wie auch immer, ich konnte nicht herausfinden, wer gereizt über wen war, doch es gab Reizungen. You know, and I thought, well, maybe I have irritated somebody. Dann dachte ich, dass womöglich ich jemand gereizt habe. So I tried to find out. I said, guys, am I the reason? Tell me, I will change. Ich versuchte es herauszufinden und sagte, Leute, bin ich der Grund? Sagt es mir, ich werde mich ändern. Me fala que eu vou mudar. But we could not somehow couldn't get to the bottom of it. Doch wir konnten dem nicht auf den Grund kommen. But the irritation was there. Doch die Irritation war da. So one day I said, Eines Tages sagte ich, I'm going to sit down with you and I'm not going to leave until this is resolved. ich sitze hier zusammen mit euch und werde erst dann gehen, wenn dies gelöst ist. And then I realized we came to the root, to the bottom of the irritation. Dann wurde mir klar, dass wir an die Wurzel der Irritation kamen. No cerne da questão ali da irritação. There was a certain subject that we had strong disagreements about. Es gab ein gewisses Thema, worüber wir starke Meinungsverschiedenheiten hatten. And the people wanted to honor me. Und die Leute, mein Team, wollten mich ehren. So what happened? Was passierte? Instead of them being very honest and saying, Rainer, this subject, when you address it, it irritates me. Anstatt dass sie sehr ehrlich waren und sagten, Reinhard, wenn du dieses Thema ansprichst, bin ich gereizt, Because I strongly disagree, weil ich dem überhaupt nicht zustimme. I was not told that. Wurde mir nichts gesagt. So within the team, we felt the irritation. Aber innerhalb des Teams spürten wir diese Reizung. You know, in the beginning, here is what I thought. Am Anfang dachte ich Folgendes, I thought, I will just ask this person. It was only one person from the team. dass ich einfach diese Person fragen werde. Es war nur eine Person im Team. And I will ask this person forgiveness. Und ich werde diese Person um Vergebung bitten And I'm not going to touch this subject anymore. und dieses Thema nie wieder ansprechen. And then I realized, that's wrong. Dann realisierte ich, das ist falsch. This doesn't solve any problem. Dies löst kein Problem. Because then whenever there is a subject that irritates somebody in the team, Denn wann immer es ein Thema geben würde, das eine Person im Team reizt, that means we can't talk about it. würde dies bedeuten, dass wir nicht darüber sprechen können?
How can we run a ministry successful like this? Wie können wir einen Dienst auf diese Art und Weise erfolgreich führen? So I said, guys, we are committed to one another. Also sagte ich, Leute, wir sind einander verpflichtet. We love one another. Wir lieben uns gegenseitig. We know that God put us here for a purpose. Wir wissen, dass Gott uns aus einem Grund hier hingestellt hat. And we will talk about this subject until everybody is at peace. Und wir werden über dieses Thema sprechen, bis jeder Friede hat. And I gave them the freedom to be very real and honest with me. Ich gab ihnen die Freiheit, sehr echt und aufrichtig mit mir zu sein. Tell me clearly if the things I do you don't think they're smart or right. Sage mir sehr klar, ob die Dinge, die ich tue, nicht klug oder richtig sind. And you know what? Weißt du was? In a short time, everything changed so wonderfully. In kurzer Zeit veränderte sich alles wundervoll, Because we actually addressed the subject. weil wir tatsächlich das Thema ansprachen. If you're in any relationship where there is a certain subject that cannot be talked about, Wenn du in irgendeiner Beziehung stehst, wo es ein Thema gibt, ein bestimmtes Thema, worüber nicht gesprochen werden kann, because it causes irritation, weil es zu Reizungen führt, don't just ignore it. ignoriere es nicht einfach. We have to fix these things in our hearts. Wir müssen diese Dinge in unseren Herzen in Ordnung bringen. Because there is a reason why people are irritated. Denn es gibt einen Grund, warum Menschen gereizt sind. If it's a certain subject that irritates the person, there is something going on in this person's heart. Wenn ein gewisses Thema diese Person reizt, dann gibt es etwas, was diese Person in ihrem Herzen irritiert. So let's resolve these issues. Lasst uns diese Probleme lösen. Amos chapter 3 verse 3, I believe, says, Amos 3, Vers 3 sagt, I'm not sure if it's Amos 3:3, but it's in Amos, I believe. ich bin nicht sicher, ob es Amos 3,3 ist, doch ich glaube, dass es in Amos ist. If it's not, you can find it out yourself. Wenn nicht, kannst du es selber herausfinden. It says, how can two walk together unless they agree? Es heißt, gehen etwa zwei miteinander, außer wenn sie zusammengekommen sind? Think about this. Denk darüber nach. We want to serve God together, but there are subjects we can't talk about Wir wollen Gott zusammen dienen, doch das sind Themen, worüber wir nicht sprechen können, because somebody gets irritated. weil jemand gereizt wird. That's very wrong. Das ist sehr falsch. And that will destroy the purpose of God. Das wird das Ziel Gottes zerstören. Tomorrow we will see you. Wir sehen uns morgen.